Es ist wirklich niemand sonst da. Wir sind ganz allein und wisst ihr eigentlich, was hier am auffälligsten ist, Freunde? Ich werde euch erzählen, was uns im Innenraum erwartet. Bietet. Ich habe auf Sportmodus gestellt, Freunde. Die Geräusche gibt es, wie gesagt, nur zwei Dinge, die ich kritisieren würde. Ich werde jetzt gleich auch mal auf eine schlechte Straße fahren. Ja, liebe Autoliebhaber, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Im heutigen Video werden wir uns den BMW 1er mit dem F70 Karosseriecode genauer anschauen. Dieses Fahrzeug ist das 1.23 Modell mit Allradantrieb. Ich habe dazu auf YouTube nicht viele Videos gesehen. Deshalb wollte ich dieses Auto einmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden alles bis ins kleinste Detail untersuchen, einschließlich der Fahrdynamik. Freunde. In einigen Videos, die ich gesehen habe, haben viele Leute das Auto wegen seiner Scheinwerfer mit einem KIA verglichen. Einige haben es auch mit einem Ari verglichen. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Aber es gibt da eine Sache. Während andere Marken heutzutage damit beschäftigt sind, die Designs ihrer Autos weicher zu gestalten, hat BMW begonnen, seine Linien kantiger und spitzer zu machen. In diesem Video werdet ihr diese Linien an diesem Fahrzeug ohnehin sehr deutlich sehen können. Vergesst nicht, das Video bis zum Ende anzuschauen und den Kanal zu abonnieren. Angesichts der Bauweise der Scheinwerfer ist es verständlich, dass sie mit dem Ari oder dem KIA, also dem KIA Ceed, verglichen werden. Denn sie ähneln sich ein wenig, aber ich kann sagen, dass die Scheinwerfer innen komplett mit Technologie vollgepackt sind. Fern- und Abblendlichtassistenten, außerdem gibt es zwei Linsen. Es gibt zwei Linsen, eine für das Abblendlicht und eine für das Fernlicht, und im Scheinwerfer befinden sich stilvolle blaue Details. Ich weiß nicht, ob wir auch das Tagfahrlicht sehen können. Wenn wir so einschalten, leuchten auch die Blinker in der Form des Tagfahrlichts. Außerdem leuchten sie animiert. Auch auf der Rückseite haben sie einen schönen Farbton in sehr dunklem Blau platziert. Wenn wir zum Kühlergrill des Autos kommen, hat BMW hier wirklich ein anderes Design gemacht. Während die anderen BMW-Kühlergrills der aktuellen Generation immer in geraden Linien nach unten verlaufen, wurde bei diesem Grill wirklich eine komplexe Struktur verwendet. Das heißt, er hat 3 diagonale Linien und die restlichen Linien nach unten verlaufen lassen. Das ist auch ein Designunterschied geworden. Ich finde, es sieht wirklich schön aus. Wenn ich meine eigene Meinung äußern soll, auch die Assistenzsensoren sind hierher gekommen. Auch das ist gut geworden. Hinten, anstatt unten quadratisch auszusehen, ist es hier in einer glänzenden Struktur. Wie bei Mercedes, wenn sie es nicht ins Logo gesetzt hätten, haben sie es hier hingesetzt. Auch das ist gut geworden. Um den Kühlergrill herum wurde eine gräulich-metallische Struktur verwendet. Das hat der Frontpartie auch eine besondere Note verliehen. Wenn wir so nach unten kommen, könnt ihr die aktiven Lufteinlässe sehen, Freunde. Wir haben aktive Lufteinlässe. Direkt daneben haben sie den Parksensor platziert. Hier vorne, vor der vorderen Stoßstange, ist ein abgetrennter Bereich. Damit sich das Detail hier fortsetzt, wurde hier eine Linie platziert. Ich kann sagen, dass es eine sehr aggressive Struktur geworden ist. Wenn wir über die Motorhaube sprechen, wie ihr seht, ist sie mit sehr scharfen Linien gestaltet. Das vermittelt beim Fahren des Fahrzeugs wirklich ein sportliches Gefühl. Also BMW macht das ja sowieso immer. Die Linie, die von der Motorhaube kommt, setzt sich direkt an der Stoßstange fort. Hier unter dem BMW-Logo haben sie auch so etwas wie einen Windkanal gestaltet. Das ist wirklich sehr schön geworden. Das erste, was uns ins Auge fällt, sind doch die Felgen, oder? Die Felgen sind wirklich groß, sogar 19 Zoll und darauf. Die gelieferten Reifen sind ebenfalls ziemlich schmal. Es wurden Goodyear-Reifen montiert. Darauf sind Reifen in der Größe 225 durch 40 R19 montiert. Das sind Sommerreifen. Natürlich müssen sie jetzt gegen Winterreifen ausgetauscht werden. Ich gehe jetzt an der Seite entlang weiter. Wie ihr hier sofort sehen könnt, gibt es am Fahrzeug nirgendwo glänzende Chromteile, Freunde. Das gesamte Fahrzeug ist mit Piano Black Details verziert. Piano Black steht ohnehin jedem Auto gut, verleiht Sportlichkeit und lässt das Auto noch schicker wirken. Wie ihr hier sehen könnt, wäre bei einer 360-Grad-Kamera normalerweise an unserem Spiegel eine Kamera angebracht. Dieses Modell verfügt leider nicht über ein 360-Grad-Kamerasystem, aber ein schlüsselloses Zugangssystem ist natürlich in eurem Fahrzeug vorhanden. Wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, hat BMW die Linien des Fahrzeugs nicht weicher gemacht, sondern sie sogar noch schärfer gestaltet. An der Tür gibt es 2 scharfe Zierlinien, die sowohl oben als auch unten nach hinten verlaufen. Freunde, hier gibt es einen riesigen hervorstehenden Schweller. Ich kann sogar sagen, dass der Schweller breiter ist als die Tür. Mittlerweile bringt BMW an der C-Säule, die zu den Designdetails der Marke gehört, die Modellbezeichnung an. Hier haben sie es als 1 geschrieben, weil es sich hierbei um die Einerreihe handelt, Freunde. Dieses Deckeldesign ist mir aufgefallen. Hier ist eine schöne Zeichnung entstanden. Anstatt einfach einen geraden Deckel zu machen, haben sie selbst diesen mit scharfen Linien gestaltet. Kommen wir zu unseren Felgen. Sie haben ein diamantgeschliffenes, großartiges Design. Natürlich kommt die M Pro Version mit noch anderen, noch schöneren Felgen. Wenn ihr wollt, können wir die auch aufnehmen.
Ja, Freunde, ihr könnt hier sehen, dass die großen Linien und markanten Elemente, die wir vorne haben, auch am Heck fortgeführt werden. Früher stand hier immer eine 2.3i. Das haben sie jetzt entfernt. Das i und so weiter wurden weggelassen. Außerdem haben sie die Schriftart der 1 etwas vergrößert und hier etwas Neues designt. Was fällt hier besonders ins Auge? Wie ihr seht, erwartet uns hier ein sportlicher Diffusor. Wie bei der neuen 5er-Reihe gibt es hier einen großen, massiven Diffusor, der über die Stoßstange hinausragt. Die Linien und so weiter sind schön, unser Fahrzeug hat keinen sichtbaren Auspuffausgang. Wenn wir zu den Scheinwerfern kommen, sehen wir, dass sie komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet und elegant gestaltet sind. Ich zeige euch das mal kurz in Bewegung. Wie ihr seht, leuchten sie animiert auf diese Weise. Auch die Rückfahrlichter sind hier dezent platziert. Wisst ihr eigentlich, was hier am auffälligsten ist, Freunde? Hier über dem kleinen Diffusor sieht es so aus, als wäre eine Art Luftkanal angebracht worden. Es gibt eine kleine Erhebung, die sich bis zum Dach des Autos fortsetzt. Bei diesen Fahrzeugen gibt es kein Schiebedach, aber es gibt die Option für ein Glasdach. Dieses Modell hat das zwar nicht, aber trotzdem gibt es hier eine schöne Linie. Das BMW-Logo ist dasselbe. Es gibt keinerlei Veränderungen. Hier an den Seiten haben wir kleine Katzenaugen. Auch hier, schaut mal Freunde, sie haben wirklich ein Auto mit markanten Linien gebaut. Ich kann auch sagen, dass mir das sehr gut gefällt. Jetzt gehen wir, wenn ihr wollt, mal zum Kofferraum des Fahrzeugs, aber was machen wir vorher? Wir abonnieren den Kanal. Und zwar auf eine Art, wie ihr es nicht gewohnt seid. Im Gegensatz zu seinen Segmentkollegen verfügt unser Fahrzeug über ein automatisches Kofferraumsystem. Wie Sie sehen können, können wir ihn auch von hier aus öffnen und schließen. Wenn wir zum Kofferraumvolumen kommen, bietet er ein Fassungsvermögen von 300 Litern. Wenn die Sitze umgeklappt sind, bietet er uns sogar ein Kofferraumvolumen von bis zu 1300 Litern, Freunde. Wenn wir in den Kofferraum schauen, hat das Fahrzeug eine schöne Ausstrahlung. Ich denke, dass er leicht zu reinigen ist. Hier gibt es Aufhängevorrichtungen. Was haben wir denn hier? Diesen Bereich können wir nicht öffnen. Na gut. Hier gibt es außerdem ein kleines Fach. Außerdem gibt es weiße Beleuchtung. Natürlich gibt es hier auch Tasten oder ähnliche Dinge. Ich weiß nicht, was das ist. Ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die es wissen, es in die Kommentare schreiben könnten. Außerdem haben wir unten noch ein kleines Fach. Hier kannst du auch kleine Gegenstände ablegen bei der Beleuchtung. Und wir haben auch noch einen Panzer. Hinten gibt es sonst nichts Besonderes, Freunde. Jetzt gehen wir zum hinteren Sitz- und Wohnbereich des Fahrzeugs. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Und das Wichtigste, wir werden auch eine Probefahrt machen, Freunde. Bitte verpasst das nicht. Ich werde euch erzählen, was uns im Innenraum erwartet. Zuerst möchte ich mit der Tür beginnen. An der Tür gibt es einen sehr hochwertigen Hartplastik. Wenn man ein wenig mit der Hand drückt, spürt man die Weichheit. Die Qualität ist gut. Es wurde also kein billiges Hartplastik wie bei anderen Untermarken verwendet, sondern ein sehr hochwertiges Hartplastik. Wenn wir zum Türgriff kommen, wurde daran keine Veränderung vorgenommen. Der Türgriff ist aus Aluminium, fühlt sich kalt an, also hochwertig. Hier gibt es eine schöne Lautsprecherabdeckung. Das Aluminium vermittelt hier das gleiche Gefühl wie am Türgriff. Im Inneren wurden sehr schöne Details eingearbeitet. Diese Details sind wirklich in jedes Element des Fahrzeugs eingearbeitet. Es beweist uns gleichzeitig, dass an jedem Detail gearbeitet wurde. Wegen der dicken Bauweise der Vordersitze wurde hier ein Platz für die Knie geschaffen. Wie Sie sehen, gibt es hier etwa eine halbe Handbreit Platz. Ich bin 1,73 Meter groß. Abgesehen davon, auch über meinem Kopf ist etwa eine halbe Handbreit Platz. Der Innenraum des Fahrzeugs ist nicht sehr langweilig. Hinten hat man natürlich die Möglichkeit, eine angenehme Reise zu machen. Wenn Sie fragen, was es auf der Seite gibt, hier haben wir ein kleines Fach. Darunter befinden sich außerdem 2 Type-C-Anschlüsse. Abgesehen davon kann ich sagen, dass der Komfort der Rücksitze fast genauso gut ist wie der Vordersitze. Wenn man die Rücksitze so umklappt, erhält man einen riesigen Kofferraum. So lässt es sich auch wieder schließen, Freunde. Das ist alles, was ich zum hinteren Bereich sagen wollte. Jetzt können wir, wenn ihr wollt, zum eigentlichen Bereich, nämlich nach vorne, übergehen. Wenn ich anfangen soll, haben mir die Details hier sehr gut gefallen, aber das Material ist auch ziemlich hochwertig. Und welches Material an der hinteren Tür verwendet wurde, haben sie vorne ebenfalls benutzt. Die Nahtdetails verleihen dem Fahrzeug zudem eine besondere Note. Hier ist es an diesen Stellen weich. Hier liegt es sehr gut in der Hand. Es besteht aus einer schlanken Struktur. Hier sind die Fächer, aber hier gibt es keine zusätzliche Verkleidung. Aber ich muss sagen, dass es sehr groß ist. Absolut ausreichend. Wirklich gelungen. Jetzt, Freunde, fällt uns bei BMWs neuer Innovation direkt das hier ins Auge. Die neuen Luftauslässe kann man von hier aus so steuern und hier auch die Intensität einstellen. Das hier kann man auch als Ambientebeleuchtung bezeichnen. Das Material sieht wirklich kühl und hochwertig aus. Das wollte ich auch noch sagen. Kommen wir jetzt zum Lenkrad, Freunde. Das Lenkrad hat sich ein wenig verändert. Zum Beispiel ist dieser Bereich hier richtig schön geworden. Diese Stellen hier fühlen sich wirklich kühl und hochwertig an. Auch das M-Logo hier passt wirklich gut zum Fahrzeug. Wie wir es von BMW kennen, fühlt sich das Lenkrad straff an.
Das Lenkrad ist sehr kräftig. Auch das Aussehen ist schöner geworden. Im Vergleich zum Vorgängermodell kann ich sagen, dass das Design wirklich gut geworden ist. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es an dieser Stelle die Schaltwippen mit der Aufschrift Bost. Wenn ihr diese gedrückt haltet, könnt ihr die volle Leistung des Fahrzeugs abrufen. Es handelt sich um ein Allradfahrzeug. Wie ihr vor uns sehen könnt, gibt es einen riesigen durchgehenden Bildschirm. Natürlich ist das hier der Punkt, den ich am meisten kritisieren würde. Die Rahmenbreite hier ist ziemlich groß. Ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas schmaler ist. Hier gibt es einen 10 Zoll Multimedia-Bildschirm. Das System kennt ihr ja bereits. Das muss ich gar nicht extra erwähnen. So sieht das aus. Wie ihr hier sehen könnt, leuchten die Lichter in M-Farbe, wenn hier ein M angezeigt wird. Ambientebeleuchtung. Das schönste und wichtigste Detail ist, dass auf dem Armaturenbrett M-Details eingearbeitet wurden. Das verleiht dem Innenraum wirklich eine großartige Note. Auch die Lüftungsdüsen hier werden, wie an der Seite, wieder mit Tasten bedient. Aber wie ihr seht, gibt es im Auto mittlerweile keine Tasten mehr. Das gefällt uns ehrlich gesagt nicht so sehr. Alle Tasten wurden dorthin verlegt, wo sich der Schalthebel befindet. Und das Handschuhfach lässt sich hier mit einem Knopfdruck öffnen. Es gibt keine Verkleidung. Obwohl es etwas klein ist, lässt es sich schön öffnen und schließen. Dazu haben wir nichts weiter zu sagen. Wenn wir nun nach vorne kommen, erwartet uns hier ein kabelloses Ladefach. Wir haben 2 Getränkehalter und 2 Type C Anschlüsse. Danach können wir sagen, dass unser Schalthebel immer noch fast derselbe ist. Hier gibt es eine Kamerataste. Wenn wir darauf drücken, werden die Kameras aktiviert. Hier können wir den Ton ein- und ausschalten. Auch die Warnblinktaste ist hier. Das heißt, im vorderen Cockpit gibt es jetzt überhaupt keine Tasten mehr. Alle Tasten wurden hier zusammengefasst. Ansonsten gibt es hier nicht viel mehr, was wir erklären könnten. Beim Fahren werden wir sowieso auf all das eingehen, Freunde. Hier haben wir ein kleines Ablagefach. Hier haben sie so etwas wie einen kleinen Platz für Schlüssel gemacht. Wenn wir jetzt zum Multimedia-Bildschirm kommen, seht ihr, dass das Klimasystem komplett über den Bildschirm gesteuert wird. Es werden keine Tasten mehr verwendet. Ihr könnt nur noch die Luftauslässe steuern. Ansonsten gibt es hier keine Taste mehr. Alles wird über den Multimedia-Bildschirm gemacht. Das hier ist der Klimabildschirm. Wie ihr seht, könnt ihr hier auch die Sitzheizung ein- und ausschalten und so weiter. Und so weiter. Wenn wir so ins Hauptmenü gehen, möchte ich mir die Flüssigkeit des Systems anschauen. Eigentlich denke ich, dass BMW das als System jetzt gelöst hat. Das ist alles wirklich schön. Man kann sagen, dass es gut funktioniert. Hier haben wir unsere Modusoptionen, Freunde. Auf all diese werden wir während der Fahrt eingehen. Wenn ihr möchtet, können wir langsam mit unserer Fahrt beginnen. Zum Schluss möchte ich noch diesen Spiegel zeigen. Rahmenlos, sieht wirklich schön und sehr schick aus. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Übrigens, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Freunde. Hier oben haben wir schöne Details. Diese funktionieren per Touch, Freunde. Ja, Freunde, unsere Fahrt kann beginnen. Ich möchte direkt mit den Motorinformationen beginnen. Motorinformationen, Freunde, er verfügt über einen 2-Liter-Motor. Es handelt sich um ein X-Drive-Fahrzeug mit 218 PS, 360 Newtonmeter Drehmoment, einem 7-Gang-Steptronic-Getriebe. Das heißt, es ist ein Allradfahrzeug. Die Beschleunigung von 0 auf 100 ist laut Werksangabe mit 6,3 Sekunden angegeben. Kann man das auch unterbieten? Man kann es unterbieten oder auch überschreiten. Wenn sich eine passende Gelegenheit ergibt, würde ich das auch gerne ausprobieren. Abgesehen davon, was ich noch sagen möchte, ja Freunde, ich möchte direkt über das Innenambiente sprechen. Was das Innenambiente angeht, stören die Bildschirme überhaupt nicht. Die sehen wirklich schön aus. Diese Linien hier zum Beispiel. Wie ich schon sagte, BMW setzt weiterhin auf scharfe Linien. Statt sie weicher zu machen, werden sie sogar noch schärfer. Hier haben wir eine passende Straße. Lass uns gleich mal den Modus wechseln. Geben wir mal Gas und schauen, was er uns bietet. Ich habe auf Sportmodus gestellt, Freunde. Die Geräusche ändern sich sofort. Verwechselt das nicht mit einem normalen 20er. Dieses Auto ist wirklich ein schnelles Auto. Der Allradantrieb und der Grip sind, wie ihr seht, sehr stark. Ich werde jetzt auch noch einen Boost geben. Seht ihr, Freunde, wie schnell er beschleunigt? Natürlich ohne die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu sehr auszureizen. Ihr seht das, oder? Wie er beschleunigt, oder? Man sollte ihn wirklich nicht mit einem normalen 20er vergleichen. Es ist ein Allradfahrzeug. Ob Golf oder Audi A3 in seiner eigenen Klasse. Es ist wirklich ein starkes Auto. Er geht wirklich ordentlich ab. Er bleibt also stabil auf der Straße, neigt sich nicht zur Seite oder so. Das Risiko zu rutschen ist auch ziemlich gering, weil er Allradantrieb hat. Die Räder sind übrigens auch 19 Zoll. Kommen wir zur Federung. Wo wir gerade von 19 Zoll sprechen, lass mich etwas zur Federung sagen. Obwohl die Räder ziemlich schmal sind, sind gerade 40 Zoll Reifen drauf. Ich mache eine ziemlich angenehme und komfortable Fahrt. Wenn man über schwierige, unebene Straßen fährt, machen die Stoßdämpfer keine klappernden Geräusche. Schauen Sie, ich fahre gerade drüber. Sie spüren es vielleicht sogar, aber ich höre keinerlei Klappergeräusche. Das zeigt auch, dass es wirklich gut funktioniert. Für mich sind Geräuschpegel und Komfort wichtig. Natürlich ist auch die Geschwindigkeit wichtig, aber an erster Stelle standen Komfort und Geräuschpegel.
Wenn ich vom Windgeräusch sprechen soll, es ist minimal, man hört nur ein ganz leichtes Reifengeräusch und ein wenig Wind. Ansonsten hört man keine weiteren Geräusche. Lassen Sie uns nun ein wenig über das vordere Cockpit des Fahrzeugs sprechen, wenn Sie möchten. Ich möchte besonders über diesen Teil des Lenkrads sprechen. Dieser Bereich ist wirklich sehr schön geworden. Es hat mir sehr gut gefallen. Wenn es diese Details auch an diesen Stellen gäbe, das wäre wirklich großartig gewesen. Es ist wirklich ein absoluter, es würde wie ein Sportwagen aussehen. Aber egal, das ist auch schön. BMW mag ohnehin solche griffigen Lenkräder. Ein weiches Lenkrad. Aber das Gefühl ist sehr stark. Weich, aber das Gefühl ist hart. Nennen wir es so. Abgesehen davon gibt es, wie gesagt, nur 2 Dinge, die ich kritisieren würde. Das Multimedia-Display ist in Ordnung, aber bei dem Kombi-Instrument vor mir, also beim digitalen Cockpit, sind die Rahmen viel zu breit. Das kann ich kritisieren. Und außerdem gibt es hier überhaupt keine Tasten. Man kann also in keiner Weise mit Tasten eingreifen. Wenn der Bildschirm ausfällt, ist die Sache erledigt, Bruder. Wenn der Bildschirm ausfällt, ist alles vorbei. Aber natürlich ist die Bedienung über den Bildschirm auch einfach. Wie gesagt, im Falle einer Störung gibt es hier keine Tasten oder ähnliches. Man kann also in keiner Weise ins Fahrzeug eingreifen. Ohne Bildschirm. Ihr seht, ich wechsle direkt zwischen den Sportmodi. Das Fahrzeug verändert sofort seinen Charakter. Der Charakter nimmt ehrlich gesagt eine ganz andere Form an. Ich werde jetzt gleich auch mal auf eine schlechte Straße fahren. Ich möchte ehrlich gesagt testen, wie viel Gefühl und Geräusch das Auto auf einer schlechten Straße ins Innere überträgt. Wenn ich über die Sitze sprechen soll, habt ihr sie ja bereits gesehen. Optisch und in Sachen Komfort hat das Fahrzeug wirklich sehr gelungene Sitze. Die Seitenwangen umschließen uns richtig gut. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass alle Sitze automatisch verstellbar sind, aber hier sind sie manuell. Ist das ein großes Problem? Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als Problem, Freunde. Wie oft stellt man die Sitze denn überhaupt ein? Natürlich wäre es schöner, wenn sie elektrisch wären, aber das würde sich natürlich auch im Preis bemerkbar machen. Gerade fahre ich auf einer schlechten Straße. Hört ihr irgendwelche Geräusche von der Federung? Hört ihr irgendwelche Geräusche von der Federung? Ihr hört keine? Denn sie haben das wirklich gut gemacht. Sie haben dieses Auto wirklich mit viel Liebe zum Detail gefertigt. Also diese Details hier, zum Beispiel die Ambientenbeleuchtungen, die wie ein M aussehen, das sind wirklich schöne Dinge für uns. Wie immer ist das Gefühl, das man beim Einsteigen in ein Auto hat, wirklich wichtig. Auch das, was ich empfinde, unterscheidet sich natürlich je nach Fahrzeug. In diesem Auto habe ich wirklich das Gefühl, in einem sportlichen Fahrzeug zu sitzen. Ich bin auch im Golf gefahren. Ich bin auch den Golf GTI gefahren. Ich bin auch den GT gefahren. Der GT ist auch ein sehr schönes Auto. Sein Handling und die Beschleunigung und so weiter, das ist sowieso ein ganz anderes Auto. Das Fahrzeug hat eine Leistung von 300 PS. Aber wie gesagt, das ist die neue Generation. Natürlich muss ich das auch erwähnen. Zwischen dem alten und dem neuen Modell gibt es natürlich... Ich glaube, es gibt keinen Unterschied bei der Plattform. Sie benutzen beide die gleiche Flip-Plattform. Aber trotzdem gibt es bei diesem Fahrzeug sehr viele Verbesserungen. Das wollte ich nur gesagt haben. Mir ist etwas aufgefallen. Dieser Blinkerhebel fühlt sich so gut an. Einfach das Gefühl und alles. Sie wollen also ein Signal aussenden, das kann ich Ihnen sagen. Man möchte so blinken. Man weiß ja, wie man sagt da, dass BMW-Fahrer nicht blinken. Dieses Auto vermittelt ein so schönes Gefühl, wenn man es so berührt. Schau, wenn es ein Signal gibt, macht es ein Geräusch wie dieses. Es stört mich nicht. Also Freunde, es gibt so vieles, was ich über das Auto erzählen möchte. Aber natürlich ist unsere Nutzungszeit begrenzt. Deshalb werde ich nicht allzu viel über das Fahrzeug sprechen können. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie es beschleunigt und so weiter. Aber ehrlich gesagt denke ich, dass es eines der besten Autos ist, die man in diesem Segment, in dieser Klasse kaufen kann. Jetzt werde ich, falls hier eine passende Stelle ist, noch einmal versuchen, etwas schneller zu fahren. Lass uns das Auto direkt in den Sportmodus schalten. Ich möchte es mal ausprobieren. Ich will mit den Schaltwippen fahren. Wir sind ja sowieso gerade im Sportmodus. Okay, das passt. Alles klar. Ich möchte das ehrlich gesagt gleich mal ausprobieren. Ich möchte euch diese Situation auch zeigen. Schauen Sie sich mal diese Details an. Wie schön das verarbeitet ist. So richtig schön, Stück für Stück gemacht. Diese Details gefallen mir wirklich sehr. Gerade diese Stellen hier sind sehr schön, aber mit Knöpfen wäre es noch besser gewesen. Abgesehen davon ist es wirklich ein schönes Auto. Übrigens kann ich auch sagen, dass die Scheinwerfer und so weiter sehr gelungen sind. Von diesem Auto gibt es übrigens auch eine M Pro Version. Wenn ihr wollt, kann ich die auch vorstellen. So können wir übrigens die Unterschiede noch deutlicher sehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Vergesst übrigens nicht, den Kanal zu abonnieren, Freunde. Das ist für uns sehr wichtig. Damit neue Autos kommen können, brauchen wir ein bisschen Motivation. Also abonniert bitte den Kanal, Freunde.
So, Freunde, ich möchte hier mal einen 0 bis 100 Test machen und euch genau zeigen, wie das abläuft. Es ist wirklich niemand sonst da. Wir sind ganz allein und alles ist bestens vorbereitet. Die Strecke ist frei, das Auto steht bereit und die Bedingungen sind optimal. Jetzt zähle ich 1, 1, 2, 3, 100. Das Auto beschleunigt wirklich stark, Freunde. Ihr könnt sehen, wie schnell es vorwärts geht. Es ist ein beeindruckendes Gefühl, diese Kraft zu erleben. Das ist der Effekt vom Allradantrieb, also vom X-Drive, Freunde. Es gibt kein Durchdrehen oder ähnliches. Das Fahrzeug fliegt regelrecht. Es gibt kein Durchdrehen und abgesehen davon, dass es ein Allrad ist, ist das Auto einfach sehr solide, das wollte ich nochmal betonen. Ja, Freunde, das war unser Video für heute. Wir haben die BMW 1,23 Serie untersucht und getestet, jedes Detail angeschaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, einen Kommentar zu hinterlassen und ein Like dazulassen. Passt gut auf euch auf, Freunde. Macht's gut. Bis bald an alle.